große Premiere Lineo T, ein Bürstner auf Ford. Ja, hier ist er, unschwer zu erkennen. Ist ein bisschen eingeparkt, aber ich habe ihn erwischt, denn es fällt gar nicht so auf den ersten Blick. Eine gute Integration. Was bei Ford immer auffällt, ist, dass aufgrund der Breite dieses Fahrzeuges an sich die Integration natürlich bei den Teilintegrierten sehr, sehr smooth und schön vonstatten geht. Das sieht immer so aus, als wäre schon immer so dafür gewesen, als wären die schon im Werk verheiratet gewesen, da wo der Ford gebaut wird. Also ein sehr, sehr stimmiges Bild. Insbesondere meine ich so diesen Übergang zwischen dem Fahrerhaus und dem Teilintegrierten, das man hier sehen kann. Also du hast also hier kaum noch Abstände, geht also gerade mal so weit rein und das steht dem Fahrzeug auch wirklich sehr gut. Also Lineo T, eine Serie, können uns gleich mal das Heck auch nochmal angucken. Das ist bei einem baugleichen Bruder ein Sonderangebot zum Markteinführungspreis. Also wir haben auf der rechten Seite den 690er, der kostet 74.590, relativ volle Hütte. Man spart also hier 9.376 Euro. Und der Sonderpreis sind 74.590 und das ist so diese Freistaat-Edition-Ausstattung mit 155 PS Automatikgetriebe und ganz vielen Extras. So Alus mit drauf, Sonnenmarkise, Sunroof, Remis, Verdunklungssystem, Sicherheitsgas, Druck, Regelanlage mit Gasflaschen-Umschaltanlage. Das heißt, ein Adu-Control mit drin, Fernanzeige, und. Was hat er noch mit drin? Fahrspur, Fernlicht, Xcent, ein Xcent Apple CarPlay ist mit drin, eine Solaranlage mit drauf. Und schöne Extras. Gibt es noch einen kleinen Bruder, der T620. So sieht er komplett von vorne aus. So sieht er einigermaßen gerade aus und den wir uns heute mal angucken. Also Listenpreis sind 83.966 und wie hier steht 74.590. Lineo T 690 mit Einzelbetten und einer schönen Länge. Heck sieht so aus. Da ist das Heck. Oh ja, da müsste ich mal ganz kurz hier das Ding mal rübernehmen. Kann man es etwas besser sehen. So sieht das Heck aus. Ganz schick automotiv und das Heck ist aus Alu, richtig? Heck ist Alu, Seitenwand auch. Richtig. Ja, danke. Okay. Dach ist GFK. Ja. Dach ist GFK. So, Bürstner mit Rückfahrkamera. Die ist hier mit drin. Keine Doppelschatte, aber langt. Sehe ich sogar die Kupplung, wenn ich das will. Und großer Kofferraum. Den gucken wir uns aber hier an. Hier stehen schon 2 Bierflaschen drin. Nämlich das Fernweh Helles vom Freistaat. Also ein wasserfester Boden mit eingebaut, 2 gleich große Türen, Beleuchtung, wie ihr seht, und ja, Bürstner-like, also immer eine gute Verarbeitung, rahmenbündige Fenster, bauen also gar nicht auf und eine Aufbautür mit Fenster und einem kleinen Papierkorb ist hier mit drin. Das Ganze führt sich dann innen fort. Also ich habe lange keinen Bürstner gefilmt, muss ich sagen. Also irgendwie ist mir da was entgangen, denn dieses textile Muster habe ich schon bei den letzten gesehen. Das findet sich auf dem Boden wieder. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Bast, aber wenn ich da mal so drüber fühle, ne, es ist fest. Aber es hat so einen ganz leichten, gibt so ein bisschen nach. Also ein bisschen soft ist es, so ein ganz kleines bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass es an den Füßen ganz angenehm ist, wenn man da mal barfuß drüber läuft. So, dann Polster, Leder in Verbindung mit Textil von Bürstner. Hier steht es nochmal. Und so eine Farbvariante aus Beige und Rot. Hier das Cockpit und darum geht es ja eigentlich. Also wir haben die Integration des Cockpits gesehen. Das ist wirklich schön gemacht. Also noch vor 4 Jahren undenkbar. Da war ja alles auf Fiat Ducato gesetzt. Und jetzt sieht man eine große Anzahl an möglichen Varianten. Hier das Xcent übrigens extra für diesen
Ford hergestellt, sogar mit einem Adapter drin, sodass man das Multifunktionslenkrad auch benutzen kann. Das heißt also, wenn ihr hier rumschaltet, hin und her, Apple CarPlay oder keine Ahnung was, dann wird es direkt auch an das X-Hand übertragen. Das ist ein Manko. Oft haben das viele Systeme nicht und hier ist es aber integriert. Das weiß ich, weil wir das Radio bereits mal vorgestellt haben. Und es ist wirklich so genial angepasst. Man könnte auch meinen, es kommt direkt ab Werk bei Ford. Ford ist sehr leise. Wir haben hier ein Remis-Verdunklungssystem drin. Auch das hat bestimmt seine Zeit gedauert, bis das alles so fertig war. Aber jetzt ist alles verfügbar. Sieht auch gut aus, muss nicht mit irgendwelchen Matten arbeiten. Hier oben sind noch 12 Volt. Besonderheit hier ist dieser kleine Schalter. Den kann ich nämlich auf die Aufbaubatterie umschalten. Und wenn ich den umlege, sollte das auch angehen. Und habe auch hier die Möglichkeit, ein Navigationssystem zu aktivieren, da ich die Fahrzeugdaten komplett eingeben kann. Die Tonnage und. All das funktioniert. Und jetzt ist das nicht über die Fahrerhausbatterie, also über die Fahrzeugbatterie, sondern über die Aufbaubatterie betrieben. Und das kann ich dann dediziert einschalten mit DAB+, mit Apple CarPlay und so weiter. Schön. 2 drehbare Sitze, der rechte ist schon mal gedreht. Dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man das ganze Ensemble auch mal sieht. Und hier oben ein großes Panoramafenster, ein Heki nochmal drüber. Man hat Hochglanzoptik hier drin. Also es ist schon, der Bürstner, das ist schon so ein bisschen die Oberklasse mittlerweile hier in dem Bereich. Auch hier drin hat man so eine Art Filzoptik, sieht ganz, ganz schön aus. Ist Filz. Krass, sieht gut aus. Das gefällt mir. So, linke Seite. Da habe ich Anschlüsse für den Fernseher. Der ist ja, die Halterung hier schon bereits montiert an der Seite. Und natürlich Softclose. So, was gibt es noch zu erwähnen? Wir haben hier eine Doppelsitzbank und einen Tisch, der in dem Fall nicht absenkbar ist. Hier ist noch ein kleines Sitzpolster und ich denke eher, das ist so ein bisschen zum Schuhe anziehen. Da kann auch einer drauf sitzen. Eine Garderobe ist direkt darüber. Finde ich immer sehr praktisch. Und ein Multifunktionsinstrument, das zeigt mir dann Batterie und Wasserstand. Also hier ist natürlich leer, kein Wasser drin. So, Küche. Oh, guck mal hier, wir können loslegen. Hier steht schon die Pfanne drauf. Küche ist mit Schränken versehen. Das Ganze wird hiermit aktiviert. Man drückt also hier drauf. Das ist die Verriegelung. Hier rauf und runter geht in einem. Also hier großer Schrank. Sehr tief. Und vom Kochfeld her könnte ein Chan, ja, ist ein Chan-Kochfeld. Und so sieht es aus. Zweifel am Kochfeld mit integrierter Spüle. Lässt sich wirklich sehr leicht reinigen. Sehr schön. Und hier, was ist das hier? Absperrhände. Drunter ist dann mein Fach und hier nochmal ein Schrank. Schrank ist immer gut. Dann kann ich die schweren Sachen nämlich auf den Boden stellen. Tun ja auch nicht so weh. Großer Tedford, Kühlschrank mit Getränkeschublade. Der Klassiker mit weißen Einsätzen. Und ist das ein Tedford? Das muss ich noch gerade selber gucken. Hä? Sieht aus wie ein Tedford. Warte mal, lass mal gucken. Hier unten ist, ja, hier wäre eigentlich die Getränkeschublade. Das ist alles soweit drin, aber irgendwie steht da nirgendwo Tedford drauf. Compressor Refrigerator made in China. Wie cool. Wahrscheinlich konnten die nicht liefern. Aber ich lasse das mal offen. Also es sieht aus wie eine echt gute Tedford-Kopie. Also oben siehst du Night-Modus, Kompressorkühlschrank, so viel kann ich euch sagen. Und es ist kein Tedford. Es ist eine Kopie. Wie geil. Man kann nochmal gucken. Also heißt CVB3-145DA. Egal. Tut wahrscheinlich, was er soll. Hat einen kleinen Ventilator, damit es auch ja nicht frostet. Und die Getränkeschublade. Also vom ersten Erscheinungsbild hätte ich gesagt, hey, ist ein Tedford, aber nö. Offenbar nicht. So, 2 Längsbetten. Das Ganze oben so ein bisschen Mokka, wie nennen wir das? Café au lait. Also so ein Milchkaffee
so von der Farbe her. Und 2 Längsbetten. Hier kann ich natürlich dann nochmal ein Bett bauen in der Mitte. Das Polster ist dabei. Die Besonderheit bei Bürstner, ich habe keinen Auszug, sondern das Polster hat das Brett schon gleich mit drin. Das ist nämlich hier drunter, seht ihr, da ist so ein Brettchen. Und das hänge ich einfach nur ein. Eigentlich total simpel. Da brauchen wir auch keine, weil die meisten Auszüge, die ich gesehen habe, sind immer alle kaputt. Und hier, da habe ich gar kein Problem damit. Also 2 Längsbetten mit drin, jede Menge Schränke drüber. Und die Dometic Sides-Fenster natürlich auch mit einem Schutz hier. A, dass man nicht rausfallen kann und B, dass ich während des Schlafens, wenn das hier geschlossen ist, auch nicht an die Jalousie rankomme. Denn ich habe hier tatsächlich, und das ist ganz, ganz witzig hier, wenn ich hier so runterfahre, ich habe hier also eine richtige Verdunklung drin. Interessant, wie kriegt man die dazu, dass sie hält? Da, so geht das. Also muss man ein bisschen üben. Kenne ich ja aus dem Wohnwagen. Ist jetzt wahrlich nichts Neues, die da sind. Hier habe ich dann noch eine Schublade. Wahrscheinlich 1 Meter tief. Jo, oh, krass. Ist wirklich 1 Meter tief. Und da kann ich alles reinmachen. So, wir drehen uns. Krass, guck mal hier. Großer Kleiderschrank. Das ist echt gut. Das ist ja ein cooles Teil. Das misst per Infrarot, ob die Tür auf ist. So brauche ich also gar keine Verkabelung. Hier oben kann ich es einschalten. Das ist ein cooles Teil. Da muss ich mal direkt mal abfilmen, was das ist. Muss ich mir auch kaufen, sowas. Also das kannst du abnehmen hier oben. Da macht man es wahrscheinlich an. 3 Stufen. Hier oben wird es rausgenommen. Heißt, Dimatec SPA hat hier oben so ein LDR drin, also ein Helligkeitssensor. Und unten wahrscheinlich eine Infrarotleuchtdiode. Und dann misst der LDR, ob die Tür geöffnet ist. Hält wahrscheinlich ewig, kann man super nachrüsten. Dimatec SPA 200, ihr könnt es ja ablesen, von Lineas. Das wird einfach nur hier dran geschraubt und so kann man dann eine Beleuchtung nachrüsten. Wie cool! So, also großer Kleiderschrank. Einmal hier auf der Seite. Alles schön verarbeitet. Viele Möbelverbinder, wie man das so macht in der heutigen Zeit. Und unterm Bett habe ich dann noch jede Menge Stauschränke, die üblicherweise auch immer ein bisschen schlecht erreichbar sind. Hier muss ich mich bücken, nicht wie bei Hümer, aber wir sind ja hier auch in der deutlich anderen Preisliga. Aber auch hier unten, weil ich hier so reingucke, die Verarbeitung, alles schön gemacht. Das überzeugt auch mich. Ihr merkt, ich bin ganz locker, 30. März. Es geht dem Abend zu. Auf mich wartet niemand im Reisemobil. Morgen muss ich noch filmen. Wir fahren morgen hier ganz in die Nähe und filmen Solaranlagen. Und das ist der Grund, warum ich heute hier zu Gast bin beim Freistaat und hier noch ein paar Neuigkeiten abfilme. Und der Ford auf Bürstner, das ist wirklich eine Neuigkeit. Cooles Lichtdesign. Also das gefällt mir wirklich gut, weil hier ist so alles so sehr schön indirekt beleuchtet. Hier vorne hast du noch einen Duschvorhang, den kannst du einhängen. Das ist eindeutig ein Schwenkbad. Wer es geschafft hat, hier oben ranzukommen, also für so ganz kleine Leute, vielleicht ein bisschen hoch, aber das ist wahrscheinlich ein Luxusproblem. Ansonsten, also für ganz kleine. Also ich bin da jetzt, ich denke mal, wer kleiner ist wie 1,50 Meter, der kommt da nicht ran. Der hat da wahrscheinlich auch nichts zu suchen dran. Oder holt sich halt einen Schemel. Da oben ist hier eine Riegelung für das Schwenkbad. Großes Schwenkbad, sieht aus wie eine Dometic. Eine Tedford, die ist jetzt auch rund mittlerweile, muss mich dran gewöhnen. Hier ist das Klopapier, das kommt hier vorne raus. Das kenne ich schon von anderen. Das ist so ein bisschen die Mimik. Waschbecken, da fällt das Wasser raus. Ja, aus den Luxushotels dieser Welt kopiert. Ein rausfallendes Wasser und großer Badezimmerschrank. Damit wären wir schon fast durch. Ja, cool. Also Integration vom Ford. Ich bin ja großer Ford-Fan, komme ja aus dem Saarland. Also nicht da geboren, aber da haben wir die Firmen. Ich selbst wohne ja in Frankreich. Und da auch, wo unser Kanal ist. Und ich finde es cool, weil Ford-Werk in Saarlouis
Ganz viele Leute haben ja ganz viel Bezug zu Ford. Ich glaube, der hier wird in der Türkei gebaut, aber das spielt auch keine Rolle. Der Hilux, den ich fahre, der wird in Südafrika gebaut und noch in 2, 3 anderen Ländern. Ich glaube in Thailand. Das spielt heutzutage keine Rolle mehr, weil das Wichtigste ist natürlich die Qualitätskontrolle, die dahinter ist. Die Maschinen sind meistens die gleichen. Und wer jemals Ford gefahren ist, der ist ganz verwundert, wie leise dieses Fahrzeug ist. Also macht ruhig mal eine Probefahrt in Verbindung mit der Automatik, was sehr Schönes. Wir selber kriegen ja jetzt auch einen Etrusco auf Ford. Und den werden wir dann euch ausgiebig zeigen. Lineo T690, wie hier steht, wie gesagt, Sonderpreis, eine Freistadt-Edition, 74.590 €. Ich denke, viel Wohnmobil fürs Geld. Das Wichtigste ist natürlich die Automatik. Viele wollen Automatik, die ist hier dabei. Danke fürs Einschalten, abonniert German Television. 30. März 2023. Tschüss.